2016 hat Moana bzw. Vaiana weltweit 643 Millionen Dollar in die Kinokassen gespielt und seitdem habe ich im familiären und auch Freundesumfeld immer wieder Kids erlebt, die Vaiana richtig gerne mögen. Dementsprechend war es eine Frage der Zeit, bis dann hierzu eine Fortsetzung kommen wird und es wird ja auch noch eine eigene Live-Action-Variante geben, die im nächsten oder übernächsten Jahr auf uns wartet. Zumindest scheinen die Dreharbeiten begonnen zu haben, denn dieser Tage sind die ersten Bilder von Dwayne Johnson, der in den Animationsfilm den Halbgott Maui ja seine Stimme verleiht, aber im Live-Action-Film dann selbst die Rolle übernehmen wird, aufgetaucht, wie er im Kostüm am Set zu sehen ist. Und da muss ich sagen, eher schwierig, werde ich nicht so warm mit. Aber gut, das ist ein anderes Thema, denn hier geht es erst einmal um die Animationsfilm-Fortsetzung Vaiana 2. 100 Minuten ist sie lang, ab 0 Jahren freigegeben und startet ab diesem Donnerstag, also übermorgen, dem 28. November in den deutschen Kinos. Und die Geschichte von Vaiana wird weiter erzählt. Sie hat das Blut einer Wayfinderin in ihren Adern pumpend und sie bemüht sich die ganze Zeit aufzuspüren, ob da draußen noch andere Völker sind, andere Stämme außerhalb ihres eigenen und fragt sich, dass da oder beziehungsweise hofft, dass da draußen noch Leben ist und sie im Grunde nicht so alleine und so einsam ist und deswegen begibt sie sich immer wieder auf Expeditionen, die auch mal etwas länger andauern und findet auch immer wieder Artefakte, die darauf schließen lassen, dass da draußen irgendwas existieren muss. Aber vor allem ist es dann eine, ich sag mal, spirituelle Begegnung auch mit ihren Vorfahren die für sie klar machen, sie muss sich auf eine neue, große, abenteuerhafte Reise begeben in die offenen Meere hinein, nach etwas suchen, das vielleicht versunken ist und sie wird dabei nicht alleine sein, beziehungsweise ihre Begleiter sind diesmal mehr, sodass eine regelrechte Crew entsteht und natürlich darf auch Maui nicht fehlen, der ist sicherlich auch als großer Fanliebling mit an Bord. Das ist so ein bisschen die Ausgangssituation von Vaiana 2 und da kann man sich natürlich fragen, ist die Idee hinter der Fortsetzung größer, weiter, besser? Ich persönlich finde nicht unbedingt. Was mir als allererstes auffiel, ist, dass ich mit diesem Film sofort diese wertige Machart verbunden habe. Schon beim ersten Teil und jetzt beim zweiten auf der großen Leinwand dachte, oh, dieses Worldbuilding, diese paradiesische Welt der Inseln, das offene Meer und auch wenn das dann mal kippt, wie bedrohlich alles sein kann, das fühlt sich auf der großen Leinwand mit großer Musik und großem Score schon ziemlich gut an und da wird man regelrecht hineingesogen und dazu dieser typische Witz mit Sidekicks, die mit Vaiana unterwegs sind, sodass man immer mal wieder, auch wenn es etwas spannender wird, Comic Relief hat, sind wirklich angenehm und wir lernen ein paar neue Figuren kennen und trotzdem auch über alte Figuren ein wenig eine neue Perspektive und das mochte ich, dass auch Figuren, die vielleicht denken, oh, ich habe immer gedacht, das und das wäre der Fall, aber eigentlich verhält es sich nur so und dann die große Aufgabe herauszufinden, gibt es da draußen andere Menschen, gibt es da draußen andere Völker, sodass im Kern so ein Verständigungsgedanke mitschwingt, den ich persönlich mochte, aber dann hat Vaiana im Mittelteil schon eine recht große Strecke, die so auf dem offenen Meer oder an Orten dort so ein bisschen vor sich hin dümpelt, ohne eigentlich so richtig viel zu erzählen zu haben und verlässt sich dabei eben auf Situationen und die einzelnen Figuren und da dachte ich so im Kinosaal, das fühlt sich gerade ein bisschen zäh an und emotional vor allem holt mich das jetzt nicht besonders ab, aber ich dachte auch gleichzeitig, okay, für jemanden, der fast gefühlt täglich ins Kino geht, ist das vielleicht auch mal eine andere Nummer, als vielleicht für die ganz Kleinen, die vielleicht teilweise ihre ersten Kinobesuche haben, wenn sie Vaiana 2 schauen und da muss ich gleich ein bisschen einhaken, denn Vaiana 2 hat eine Nuller Altersfreigabe und die könnte, je nachdem wie so ein Kind veranlagt ist, ein bisschen zu niedrig sein. Denn, und das ist was Große und richtig Gute, wie ich an Vaiana finde, und das bügelt auch einige der Schwächen glatt, der Film hat ein, wie ich finde, fulminantes Finale. Da kommt eine Menge zusammen. Große Bilder, große Spannung, große Emotionen und auch Ängste. Dazu so eine spirituelle Ebene und eine, wie ich finde, auch schöne Botschaft, dass ich tatsächlich ein bisschen Gänsehaut im Kinosaal bekommen habe und richtig merkte, dass ich teilweise echt aufgeregt war und dachte, okay, was passiert denn hier gerade? Und somit ist im Showdown der Payoff relativ gut bei Vaiana 2 und das habe ich ehrlicherweise nicht unbedingt kommen sehen, vor allem weil alleine schon die Musik vorher als großes Beispiel. Die Filmmusik, die passt sich gut an. Ich dachte immer, okay, die fühlt sich nicht zu groß an, aber sie bringt so einen gewissen Pomp mit sich, dass ich eben auch diese Weiten und das Paradiesische gespürt habe. Aber natürlich gibt es auch wieder Songs und musikalische Einlagen. Aber so ein richtiger Ohrwurm wie You're Welcome im ersten Teil, den findet man hier nicht, zumindest aus meiner Sicht. Und es gibt zum Beispiel auch eine ganz kurze Tanzsequenz, relativ am Anfang des Films, wo ich so dachte, das sieht aus wie Disney-Marketing, damit Kids und Jugendliche auf TikTok das nachtanzen. Bin ich
mal gespannt, ob das so eine Nummer wird in den nächsten Wochen, dass man versucht, so einen gewissen Tanz, den zuerst ein Junge auf der Insel macht und dann, wo Vaiana selbst noch mal eine Schippe drauflegt, ob das so eine TikTok-Nummer wird, weil das Ganze ist gefühlt auf 30, 40 Sekunden angelegt, sodass es genau in so eine kurzen Videosequenzen reinpasst. Aber das nur eine kleine Side-Info von mir am Rande. Und so merkt ihr schon, ich finde, der Einstieg bei Vaiana 2, dachte ich so, oh, das fühlt sich richtig nach Disney an. Sowieso der Grad der Animation, der Film soll wohl 150 Millionen Dollar Budget gehabt haben, sieht wieder richtig gut aus, wenn diese gelockten, riesigen Haare beispielsweise, wenn sie am Anfang auf dem Felsen steht und der Wind so leicht sich da drin verspielt, dachte ich so, ja, das ist schon fein, die Physik sieht gut aus, aber auch der Detailgrad sieht gut aus und das macht Spaß, auf der großen Leinwand sich anzugucken und da bekommt man eben von der Wertigkeit ein schönes Paket und da bin ich gut reingestiegen in die ersten 20, 30 Minuten von Vaiana und dann gibt es eben so ein Part von einer guten halben Stunde auch so mittendrin, wo ich dachte, okay, diese Stationen wirken für mich, ich will nicht sagen generisch, aber logisch, sie abzuarbeiten, wenn ich weiß, wo ich ungefähr hin will, brauche ich irgendwas, was das bespielt und befüllt und da gibt es so ein paar nette Momente, aber auch so ein paar, wo ich so dachte, okay, zieht sich für mich, aber das Finale reißt dann wirklich raus und ich glaube, da wird es vielen so gehen, dass man dann rausgeht und sagt so, okay, das war doch mal was, das fühlte sich dann zumindest am Ende so nach großem Disney-Film an, sodass ich persönlich sage, weil das Finale so ist, wie es ist, weil der Film toll animiert aussieht, weil er immer mal wieder witzig ist, weil ich das Worldbuilding mag. Ich glaube auch, dass Fans aus dem ersten Teil sagen können, ey, ich bekomme eine anständige Fortsetzung und ich am Ende sogar das Gefühl hatte, weil den ersten Vaiana habe ich vor 8 Jahren gesehen und dann ehrlicherweise nie wieder. Vielleicht schaue ich mir den irgendwann mal wieder an, um nochmal so den Anhang zu bekommen und mal gucken, wie groß dieses Franchise dann in der Zukunft noch wird. Gerade Disney liebt ja Fortsetzungen zu machen, wenn wir jetzt auch noch Mufasa dieses Jahr beispielsweise bekommen oder Prequels oder Spin-off-Geschichten und dann das Ganze auch nochmal durch Live-Action durchzutunken. Schauen wir also mal, wie groß dieses Franchise in den nächsten Jahren noch wird und dem steht halt so dieses Umhergedümpel so ein bisschen gegenüber. Ich finde auch, dass Maui als Fanliebling ein bisschen austauschbarer wirkt als im ersten Teil. So richtig die coolen Lines und so und für mich wirkte er so im Nachklang immer mehr, als würde er doch mehr im Fokus stehen im ersten Teil, als es jetzt hier beim zweiten tut, aus meiner Sicht. Und was die Laufzeit angeht, finde ich es auch gut, dass man bei 100 Minuten gesagt hat, inklusive Abspann, hier ist Schluss. Da merke ich dann schon, dass er sich sonst anfangen würde zu schleppen. Deswegen komme ich am Ende bei Vaiana 2 bei 7 von 10 möglichen Punkten raus, als Abenteuer-Animationsfilm für die ganze Familie, genauso wie insgesamt. Finde ihn also wirklich sehenswert, eine Fortsetzung, die sich nicht verstecken muss und gerade in diesem Bereich hatten wir genug in den letzten Jahren, wo Fortsetzungen sich wohl lieber hätten verstecken sollen und es ist jetzt aber aus dem eigenen Hause, auch wenn das dann ein Pixar-Film war, kein Inside Out 2, den ich fantastisch fand dieses Jahr, nicht umsonst auch der erfolgreichste Film des Jahres bisher ist und kann also sagen, wer Lust drauf hat, geht ins Kino, ist ein Film, der glaube ich für die ganze Familie funktionieren kann, nur ein bisschen drauf achten, die Themen gerade hinten raus, die sind schon ein bisschen größer und auch ein bisschen düster und da muss man eine gewisse Spannung aushalten, ob man jetzt wirklich mit den ganz Kleinen bei einer Nuller-Freigabe sich in den Kinosaal verirrt. Das hängt dann, glaube ich, ganz individuell davon ab, wie weit dann Kinder sind mit bestimmten Themen. Aber da müsst ihr euch dann austauschen, vielleicht mit anderen, die den Film gesehen haben. Ich will nicht spoilern an dieser Stelle. Und damit bin ich am Ende meiner Review zu Vaiana 2. Ab dem übermorgigen 28. November in den deutschen Kinos. Und ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filmeschauen.